Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Mittwoch. Und was machen wir da? Richtig, gemeinsame Mittagspause. Schön Schnitzel mit Kartoffelpuffer. Nein, Spaß beiseite. Wir kümmern uns heute ein bisschen um Klagen und verklagt werden im Staate Texas oder in den USA im Allgemeinen. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Es gibt ja ganz viele Gerüchte und Weissagungen, die sagen, Kinders, wenn du in den USA verklagt wirst, kann das deine Existenz bedrohen. Und was soll ich sagen? Das ist tatsächlich so. Also die Summen, die hier verhandelt werden, sind natürlich exorbitant höher als in Deutschland. Und das kann harte Folgen haben für den Beklagten. Und darum muss man sich hier bestmöglich gegen irgendwelche Rechtsstreitigkeiten schützen. So, wie komme ich auf dieses Thema? Das ist ganz einfach. Wir haben natürlich einen Anwalt, einen Rechtsanwalt, und der berät uns auch in Rechtsfragen, und der setzt uns auch immer die Verträge auf, wenn wir einen neuen Vertrag haben. Und der leitet mich dann so ein bisschen durch die einzelnen Sätze, was die so bedeuten. Und das fand ich sehr interessant, seine Eingabung hier, was das Thema Gerichtsbarkeit, Gerichtsort und Klageverfahren angeht. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, denn ich glaube, viele von euch, die werden Geld sparen wollen beim Anwalt, und das kann ich verstehen. Bei Stundensätze von 550 bis 1000 Dollar in der Stunde ist das schon ganz schön hart. Und man neigt dann dazu, schnell mal ins Internet zu gehen und sich Templates oder was auch immer runterzuladen. Aber davon rate ich ganz dringend ab. Also grundsätzlich, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich beauftrage Rechtsanwälte. Ich lasse mich beraten. Das ist auch keine Rechtsberatung hier. Ich gebe hier überhaupt mal gar keine Garantie, ob das so ist oder nicht, sondern das spiegelt lediglich meine persönliche Erfahrung wider. Rechtshinweis. So, mal abgesehen davon. Also, es ist ja so, in Amerika, in den USA, gibt es ein völlig anderes Rechtssystem als in Deutschland. Während in Deutschland die Richter ja sagen, okay, hier sind 2 Verträge und die haben 2 Laien ausgehandelt. Was wollten die denn mit dem Vertrag erreichen? Und dann ignorieren die erstmal, was in dem Vertrag drin steht. Also ignorieren die nicht, aber die sagen, wir gucken mal, wie das denn ausgelegt werden kann. Es ist also so etwas wie ein Auslegungsrecht. Das gibt es in den USA nicht. So, in Deutschland ist es auch so, dass wenn mal Unklarheiten im Vertrag sind, dann greift ja immer das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, oder das HGB, das Handelsgesetzbuch. Auch diese beiden Jungs gibt es hier nicht in den USA. Das heißt, hier gilt die fast vollumfängliche Vertragsfreiheit. Klar, ihr könnt jetzt keinen Vertrag über Drogendeals machen, das ist schon klar, ne? Aber ihr könnt natürlich in den Verträgen reinschreiben, was immer ihr wollt, und es gibt auch kein Auslegungsrecht hier. Das heißt, der Richter, der guckt tatsächlich auf das geschriebene Wort und deutet das geschriebene Wort so, wie es da geschrieben steht. Ob ihr damit was ganz anderes aussagen wolltet oder ob ihr vorher was ganz anderes verhandelt habt, das ist dem völlig Schnurz. Ja, also, darum rate ich ganz dringend davon ab. Ladet euch nicht einfach irgendwelche Sachen runter und geht davon aus, das passt schon, denn das kann harte Folgen haben. Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Also unsere Firma, die handelt ja stets mit NDAs, also mit Non-Disclosure Agreements. Disclosure Agreements. So, das sind Vertraulichkeitsvereinbarungen. Ja? Das ist immer so das erste Dokument, was man austauscht, wenn man Unternehmen kaufen will oder verkaufen will. Dann will man sich natürlich schützen, dass diese sensiblen Daten, die man da austauscht, auch an die Öffentlichkeit kommt oder dass man die verwertet. So, jetzt denkt man so, ja klar, das ist ja ein Standarddokument, kriege ich ja im Internet, gar kein Thema. So, NDAs aus dem Internet ist immer schwierig, denn auch die Gegenseite kann da sehr schummrig vorgehen. Ich habe mal ein NDA gesehen, und das ist noch gar nicht so lange her. Da stand dann NDA drüber, sah ganz normal aus wie ein Standard-Agreement, aber in einem Satz irgendwo versteckt drin stand, dass der Unterzeichner sich bereit erklärt, keinen Kunden des anderen Vertragspartners jemals anzugehen. So, jetzt kann man sagen, ja, so ein NDA ist ja erstmal ist schon bindend, ne? Also Vertraulichkeitsvereinbarungen sind nicht bindend, aber
diese Klausel hat da ja gar nichts verloren, das ist ja jetzt untergeschubst. Ne, ist es nicht, ja, das ist untergeschubst, aber ihr müsst euch das schon durchlesen, damit ihr sowas nicht unterschreibt. Denn wenn ihr in der gleichen Industrie seid und ihr auf einmal nicht mehr die Kunden gegenseitig angehen dürft, dann seid ihr eigentlich wirtschaftlich tot. So, das kann schon Folgen haben. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, das Beispiel, aber es ist tatsächlich passiert. Und darum müsst ihr die Sachen auch durchlesen und verstehen, was ihr da unterschreibt. Und ihr müsst das Wort für Wort nehmen. Ihr dürft nicht da dran gehen und sagen, ja, ich glaube, das ist so gemeint. Nee, interessiert hier kein Mensch, ob ihr glaubt, ob das so gemeint ist. Ne? Das steht da so und dann ist das so. So, Punkt. Das vorneweg. So, aber weil das so ist, gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten hier auch zu klagen und die Summen können natürlich sehr, sehr groß werden. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuschauer hier im kleinen mittelständischen Unternehmen sind. Ja, also jetzt nicht oder Interesse an kleinen mittelständischen Unternehmen haben. Ich rede hier nicht von Riesenkonzerne wie Shell oder sowas. Ne? Das klammer ich aus. Also ich sag mal, der kleine Unternehmer hier und der mittelständische Unternehmer hier ist vergleichbar mit dem deutschen Mittelstand. Ja, also Small Businesses ist tatsächlich ein bisschen wie der Mittelstand in Deutschland, weil die Small Businesses hier auch ganz schön drehen und vom Volumen her, vom Umsatzvolumen her und auch von den Gewinnen kann man das durchaus schon mit dem deutschen Mittelstand vergleichen. Also lasst euch von der Terminologie Kleinunternehmen nicht verwirren. Es sind meistens analog des deutschen Mittelstandsunternehmen. Ne? Also das hat schon ordentlich Wumms. Ne? So, und wenn sich so ein Small-Business-Unternehmen mit einem anderen Small-Business-Unternehmen bekriegt oder die sich nicht einig sind über den Vertrag oder irgendjemand den Vertrag sogar gebrochen hat, dann ist normalerweise immer der erste Schritt zu einem Small Cases Court. Also die Small Cases Courts gibt es hier in jedem Stadt und in jedem Staat. Und in Texas ist das besonders gefährlich, denn normalerweise haben diese Small Cases Courts eine Maximalgrenze an Streitwert, wo geklagt werden kann. Ja? Also normalerweise, ich habe so gelesen, ist so zwischen 2.500 und 7.000 ist so der Streitwert bei diesen Small Cases Courts. Manche Staaten machen auch 15.000, aber Texas sagt, ist mir scheißegal, ihr könnt hier bis 20.000 US-Dollar klagen, damit die großen Gerichte ein bisschen entlastet werden. So, also 20.000 ist schon eine Nummer, ne? Denn es bleibt ja nicht beim Streitwert. Also wenn ihr da verklagt werdet und verliert, müsst ihr oft halt auch die Anwaltskosten oder irgendwelche Ausfälle mittragen. Ne? Das heißt, aus den 20.000 können nochmal schnell 40.000 oder 50.000 werden. Darum sollte man sich sehr, sehr davor schützen, verklagt zu werden. So, und wie kann man das am besten machen? Also grundsätzlich ist es erstmal so, eure Verträge müssen stichfest sein. Ja, da darf jetzt nichts schwammig sein oder was auch immer, sondern das muss genau so geschrieben sein, wie das beide Parteien vereinbaren. Und ihr müsst euch dann auch an diesen Vertrag halten. Das ist ganz wichtig. Ne? Sonst macht ihr Tür und Tore offen für so ein Verfahren. So, lasst doch mal gucken, wie so ein Verfahren geht. Das geht nämlich online zu eröffnen. So eine Online-Klage beim Small Cases Court kostet zwischen 50 und 150 US-Dollar und läuft so ab, dass ihr auf eine Webseite geht und sagt jetzt, ich habe hier einen Fall, ich hätte gerne Geld von dem wieder oder ich hätte gerne einen Schadensersatz oder was auch immer ihr da einklagt an US-Dollar-Beträgen. Ihr müsst das kurz begründen und dann drückt ihr auf den Senden-Knopf, zahlt bei PayPal oder mit Kreditkarte diese Gebühr und dann geht das zu einem Richter. Und der Richter, der entscheidet, ist diese Klage zulässig oder nicht. In der Regel wird er alles zulassen, aber der wird als allererstes eine Anhörung ansetzen. So, und damit die Anhörung auch zugesendet werden kann, denn in den USA gibt es jetzt auch nicht so wirklich wie in Deutschland Vorgaben, was da alles an Kontaktinformationen draufstehen muss auf den Verträgen. Das kann auch sein, dass da oben drüber steht einfach Martin Müller mit irgendeiner gmx.net-Adresse. Dann ist das erstmal völlig in Ordnung. Ne? Da gibt es aber keine Postanschrift, wo der Richter diesen Brief jetzt hinschicken kann und den Beklagten zu informieren, hey, du bist gerade verklagt worden und du musst dich jetzt, glaube ich, mal verteidigen. Das funktioniert nicht. So, und dafür gibt es hier die sogenannten Constables. Also die haben noch andere Aufgaben, aber die sind so ein bisschen wie ein Gerichtsvollzieher.
Und die sorgen dann dafür, dass der Brief von dem Gericht dir persönlich zugestellt wird. Denn nur dann ist der gültig zugestellt worden. Das heißt, irgendwann klingelt bei dir an der Tür, wenn du verklagt wirst, der Constable und sagt, ich habe hier einen Gerichtsbrief, den habe ich jetzt hiermit dir übergeben. Das ist erstmal nichts Schlimmes, ja, das passiert hier in der Straße bestimmt einmal die Woche, dass irgendein Constable irgendeinen Brief zustellt. Das ist völlig normal hier, ja, also da müsst ihr euch nicht in die Buchse machen. Das funktioniert ganz gut. So, worauf wollte ich hinaus? Genau, der muss zugestellt sein. Das heißt, dann hat der Richter euch quasi die Klage zugestellt und in dieser Klagezustellung steht auch direkt schon ein Termin für eine Anhörung drin. Nehmt ihr nicht teil, habt ihr verloren. So muss man das einfach sagen. Ne? Aber ihr müsst daran teilnehmen, außer ihr seid im Urlaub, dann müsst ihr dem Richter sagen, hör mal, geht nicht, ich bin im Urlaub, hier ist meine Bescheinigung vom Flugticket oder was auch immer, dann wird er das verschieben. Ne? Aber ansonsten habt ihr einen Termin. Und der Termin funktioniert hier in Austin 100% online. Also es gibt keine Fälle mehr, wo man zu diesem Small Cases Court persönlich erscheinen muss, sondern die haben komplett umgestellt auf Online und Zoom. Die benutzen Zoom hier. Das heißt, auf dieser Zustellung der Klage gibt es eine Meeting-ID, wie das bei Zoom so üblich ist. Und da müsst ihr euch 15 Minuten vor dieser Anhörung einwählen. Und dann kommt eine junge Dame oder ein junger Herr in diese Zoom-Konferenz und die prüft einmal eure Daten und sagt, ja, sind Sie der Herr so und so? Dann sagt ihr ja oder sagt ihr nein. Und dann sagt die, okay, ich hab dich aufgenommen hier, du bist verifiziert, ich lasse dich in den Warteraum. Dann gehst du in den Warteraum und wenn die Verhandlung anfängt, dann sind das in Austin zumindest Blöcke. Das heißt, die haben einen Vormittagsblock, einen Mittagsblock und einen Nachmittagsblock. Das heißt, wenn da auf der Schrift steht, ihr habt um 17 Uhr, also 5 p.m. einen Termin, dann haben mit euch wahrscheinlich 20 andere Streithähne auch einen Termin. Das heißt, ihr seid in einem Vorraum mit 20 anderen Parteien, die sich gegenseitig bekriegen und ihr werdet noch mal kurz von irgendeinem aufgeklärt, dass ihr euch bitte gepflegt anziehen sollt, dass ihr langsam reden sollt, dass ihr nur reden sollt, wenn ihr dran seid, dass die Richter oder der Richter, die Richterin oder der Richter euch die Mikrofone freischalten, wenn ihr reden könnt, dass niemand unterbrochen wird und all so Kleinigkeiten. Ne? So, und dann ist es so, dann lässt der Richter oder die Richter euch, wenn ihr denn dann dran seid, in die Verhandlung. Das heißt, ihr könnt schon mal eine Stunde oder zwei da warten vor dem Zoom-Dingen, bis ihr dann dran seid. Denn wie gesagt, der Termin ist halt ein Blockstart. Und dann wird jeder die Möglichkeit haben, also sowohl Kläger als auch Beklagter wird die Möglichkeit haben, sich kurz zu dem Fall zu äußern. Und dann entscheidet der Richter oder die Richterin, ob die Klage zugelassen wird, also ob es einen Verhandlungstag gibt oder ob die abgewiesen wird. Oder, und das ist der Fall, den ich eigentlich mit euch besprechen will, ist, dass der weitergeleitet wird. So, und das hat viele Vorteile und was es damit auf sich hat, würde ich gerne jetzt ein bisschen ausführlicher erklären. Wir haben in unseren Verträgen von unserem Anwalt immer reingeschrieben bekommen, dass jegliche Streitigkeit zu dem Vertrag, also jegliche, egal welche, nicht vor einem Small Cases Court oder vor einem Gericht ausgetragen werden, sondern immer vor einem Schiedsgericht. So, die Schiedsgerichtsbarkeit hier macht in der Regel die American Arbitrage Association, also die AAA-Organisation hier. Und in dem Vertrag steht immer drin, dass jeglicher Streit bei denen angemeldet werden muss, dass das auch bindend ist und dass auch das Ergebnis dieses Schiedsgerichtes auch für alle Parteien bindend ist und dass der Unterlegene grundsätzlich alle Kosten trägt, auch die Kosten des Klägers oder Beklagten, je nachdem wer gewonnen hat, das sind dann Anwaltskosten und. Und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Der Anwalt hat uns erklärt, das ist aber eine Hürde, denn es ist keine Hürde zu sagen, ja, du kannst vor dem Small Cases Court klagen, kostet ja nur $50 bis $150 und wir versuchen einfach mal, ob es durchgeht, vielleicht kriege ich Geld, vielleicht nicht. Wenn nicht, habe ich halt nichts verloren, außer $150 und das ist halt sehr zeitaufwendig. Vor allen Dingen, wenn du dann noch deine Anwälte da bezahlst oder was immer und der Richter entscheidet, nee, jeder trägt seine Kosten. Das Risiko ist einfach zu groß, dass das so eine Dauerschleife wird. Und darum haben wir die Schiedsgerichtsbarkeit in jedem dieser Verträge drin. Läuft dann so, dass wenn die Richterin entscheidet, okay, das ist hier total falsch, ne, du darfst hier gar nicht klagen, weil ihr habt in den Verträgen hier diese Schiedsgerichtsbarkeit vereinbart. Das ist in Texas übrigens bindend. Das heißt, jeder Richter
muss sich daran gehalten fühlen und muss die Klage abweisen, wenn so etwas da drin steht, und muss dem Kläger dann offen lassen, ob er tatsächlich diesen Schritt gehen will. Das heißt, in der Regel wird dann der Case vor dem Small Cases Court geschlossen. Und die hören nie wieder was von dem Case, denn der wird ja jetzt in der Schiedsgerichtsbarkeit ausgetragen, wenn es denn ausgetragen wird. So, was bedeutet das? Das heißt, der Kläger wird jetzt bei der American Arbitrage Association ein Schiedsgerichtsverfahren beantragen, kostet ihn $200. Dann wird aber, und das ist der erste Punkt, warum das gut ist, dann wird das Schiedsgericht erstmal entscheiden, ist das eine eindeutige Sache, dann lehnen wir das ab und sagen das dem auch, dass das keine Aussicht auf Erfolg hat. Oder ist das so ein bisschen, wo man sagt, okay, da müssen wir vielleicht mal mediieren, das ist vielleicht nicht ganz so klar, dann nehmen wir das an. So, das Risiko hat er schon mal, dass er die $200 auf jeden Fall los ist. Nimmt das Schiedsgericht dieses Verfahren an, dann kriegt der Beklagte eine Rechnung zugeschickt über, ich glaube, das ist so 1.200 bis 1.900 US-Dollar hier in Texas. Die muss er bezahlen. Bezahlt er den nicht, wird zugunsten des Klägers entschieden. Sollte klar sein. Und wenn er das bezahlt, dann geht's halt los mit dem Schiedsgerichtsverfahren. Das ist so eine Art Mediation. Das heißt, auch das ist dokumentenbasiert. Und ihr merkt schon, Dokumente sind hier echt wichtig. Das heißt, das Schiedsgericht wird erstmal sich eine Meinung bilden, fordert dann die Beweise an, fordert dann die Verträge an, bildet sich eine Meinung, dann gibt es 1-2 Diskussionsrunden, dann werden beide Parteien gehört und dann wird versucht, nach Möglichkeit eine Einigung zu finden. Ja, das heißt, die haben nie ein Interesse daran, ein Urteil zu sprechen, ist ja auch nur eine Schiedsgerichtsbarkeit, sondern die versuchen, die Kosten zu drücken, die versuchen, das wirtschaftlich für beide Seiten zu lösen, diesen Fall. Und darum ist das sinnvoll, diese Klausel in dem Vertrag zu haben. Denn ein Richter, der macht Folgendes, der sagt, okay, der Fall ist einfach, ich entscheide. Und da habt ihr halt ein Risiko, ne? Und das ist nicht absehbar. So, und der dritte Punkt, warum das sinnvoll ist, dass jeglicher Fall vor diesen Small Cases Courts öffentlich ist. Das heißt, es gibt eine Online-Seite von diesen Small Cases Courts, da könnt ihr sehen, wer wen verklagt hat und was das Ergebnis ist. Das heißt, das Urteil wird da offengelegt. So, und wenn eure Verträge nicht so gut waren und ihr unterlegt, dann kann das durchaus sein, dass eure Reputation so ein bisschen im Eimer ist, ne? Denn ihr habt einen Lawsuit verloren schon bereits mit eurer Firma und mit dem Vertrag. Darum sollte man immer gucken, dass das nicht öffentlich ist, und das geht halt mit dieser Schiedsgerichtsbarkeit. Ja, das liegt mir sehr am Herzen, dass ihr da Bescheid wisst, dass ihr nicht einfach irgendwelche Verträge runterschreibt und denkt, irgendwie alles wird gut. Die Leute hier, die versuchen Geld zu bekommen. Also sobald ihr hier erfolgreich seid, wird man versuchen, euch Geld abzuluxen. Willkommen im Turbokapitalismus. Da kann man mit umgehen. Ich finde, Klagen und Klagen und Verklagen gehört halt zum allgemeinen unternehmerischen Risiko dazu. Da muss man sich ein bisschen absichern und Risikominimierung betreiben. Aber das kann man durchaus machen. Ihr dürft halt nur nicht blauäugig sein und ihr müsst euch wirklich Anwälte holen. Ja, ihr seid nicht so klug, wie ihr glaubt, wenn es um das US-amerikanische Recht geht. Ne? Also holt euch wirklich Hilfe. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein paar $1.000 da auszugeben. Ne? Denn alles andere ist eigentlich keine Option. Ne? So, habe ich noch irgendwas vergessen hier zum Schiedsgerichtsbarkeit Small Cases Courts? Ja, eine Sache noch. Wenn ihr nämlich verklagt werdet oder wenn ihr auch verklagt, dann habt ihr einen Lawsuit anhängen. Egal, ob ihr im Recht seid oder nicht, ihr habt einen Lawsuit anhängen. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Versicherung für eure Firma neu haben wollt, die könnt ihr vergessen. Denn die Versicherer hier versichern keine Firma, die einen Lawsuit anhängend hat. Das heißt, selbst wenn ihr im Recht seid und selbst wenn ihr sagt, ich verklage den, der schuldet mir Geld, bekommt ihr keine Versicherung, weil die Versicherer sagen, ja, ist ein Lawsuit, tut mir leid, wir warten, bis der Ende ist und erst dann gibt es eine Versicherung hier. Also denkt immer daran, das ist keine Einbahnstraße und es hat ein paar harte Konsequenzen hier. So, jetzt haben wir Halbzeit meiner Mittagspause und ich habe jetzt Kohldampf. Es gibt Linseneintopf, deutscher Art. Warum erzähle ich euch das? Keine Ahnung, aber ihr sitzt halt hier rum. Also Linseneintopf haben wir gemacht und den esse ich jetzt und wir sehen uns am Wochenende wieder, wenn es wieder heißt, wie heißt das eigentlich? Ich weiß es nicht. Also wenn wir wieder auf Tour sind oder wenn wir im Garten sitzen und quasseln. Kommt ein bisschen aufs Wetter an. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Hunger. In diesem Sinne. Tschüss.